Heute erwartet uns ein etwas anderer Gegner und auch schwierigerer Gegner als in unserem letzten Spiel gegen Paderborn. Da konnten wir ja so ein bisschen umstellen. Da habe ich mal Joshua Zirkzee von Anfang an gebracht und auch Glover, unseren Hammerspieler von Real Madrid, ausgeliehen. Marktwert von 50 Millionen. Heute dürfen es die anderen wieder richten gegen Leipzig. Wir sind weiterhin Zweiter. Es wird auch hier ein Schneckenrennen gegen die Bayern im Duell um die Meisterschaft. Und von daher wäre es auch wichtig, wenn wir mal solche Spiele heute hier gewinnen. Gegen Leipzig zu Hause. In der Hinrunde weiß ich gar nicht, wie wir da gespielt haben. Da war, glaube ich, unentschieden oder verloren. Das ist eine gute Frage. Egal. Wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Jetzt ist wichtig, Abseits, schade, dass wir hier gewinnen. Wir sind halt immer so ein bisschen unter Zugzwang. Und wenn die Bayern dann mal federn lassen und wir gewinnen die Spiele nicht, das ist halt dann doppelt bitter. Also im Prinzip brauchen wir jetzt 17 Siege. Dann sind wir auf jeden Fall deutscher Meister. Das wird sehr, sehr schwer. Vor allem halt gegen Leipzig. Ihr wisst, die spielen im 4-2-2-2. Hohes Pressing, haben eine richtig gute Truppe. Und von daher kannst du hier nicht alles verteidigen. Aber wir geben wie immer unser Bestes. So, Achtung, erste Chance. Zweite Chance. Wen haben sie denn alles vorne? Alvarez sehe ich da vorne. Dann haben sie Danjuma. Okay, haben sich wohl ein bisschen verstärkt. Olmo weiterhin. Aber wir haben uns auch verstärkt. Kostic haben wir ja von Leipzig geholt. Unfassbar, dass der mal das Leipzig-Trikot getragen hat, hier in-game. Jetzt haben wir Cardiolo und wir haben Boniface. Ja, wuchtiger Kopfball. Da hätte ich auch zum Fallrückzieher ansetzen können. Da überlegt mal, oder zum Scorpion-Kick. Boah, schönes Traumtor wäre es gewesen. Jetzt kommt die Ecke, Chukwueze. Und da ist wieder Boniface, setzt sich da durch. Das ist halt echt dieses Jahr eine Waffe. Auch nochmal gegenüber Sascha Kalajdzic im Vergleich zur letzten Saison. Da kann sich Boniface allein mit seinem wuchtigen Körper nochmal durchsetzen. Martin kann das auch. Okay, aller guten Dinge sind 3. 3 Ecken, ein Elfer. Oder 3 Ecken, ein Tor. Ich wäre ja fürs Tor. Boniface. Akanji wichtig. Und jetzt Ugarte auch mal wichtig, von Weitem drauf zu schießen. Auch wenn natürlich immer der Verteidiger dazwischen steht. Aber wir sind auch im Spiel drin. Wir haben die Chancen. Und wir haben vielleicht jetzt gleich die Führung. Oh, schöner Ball von Martin. Traumhaft. Was für ein Zuckerpass auf Boniface. Und der vor unserer eigenen Fankurve. Sehr, sehr schön. Aber es war ein richtig geiler Ball. Also der hat auch viel Gefühl im Fuß. Hier erst der Ballgewinn und dann Martin. Dann läuft Boniface vorne ein. Super. Da ist Gulaschi zwar noch dran, aber da ist nichts zu machen. Super. 8. Tor von Boniface. Der spielt auch eine gute Saison. Ich weiß gar nicht, was der für ein Potenzial hat. Der wird aber, denke ich, auch noch über eine 80 mindestens kriegen. Vielleicht so an die 83, 84. Ich weiß nicht, was der für ein Potenzial hat. Habe ich leider nie geguckt, warum auch immer. Da ist er auf jeden Fall schon wieder. Da ist Chukwueze, Martin. Schnell gespielt. Wir sind gut im Flow. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall ausnutzen. Chukwueze. Ja, per Kopf. Ist halt leider nicht seine Paradedisziplin. Ja, gut, mit seinen 1,10 gefühlt ist er froh, dass er überhaupt noch mit seinen Rasterlocken da rankommt. Aber ich glaube, das 1:0 hat uns ein bisschen Mut, ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Ja, komm, sag dich es. Schon war der Fehlpass da. Aber Leipzig muss natürlich jetzt kommen, ne? Über Marusic. Und Cardiolo wieder so ein Ding auf der Außen. Und Ugarte ist dazwischen. Sehr, sehr schön. So, und dann haben wir natürlich immer wieder die Chance, auch hier schnell umzuschalten. Über Mamouche, über Martin. Ja, hätte ich auch alleine durchgehen können. Dann nehmen wir Chukwueze mit. Martin in der Mitte, positioniert sich. Ja, da kriegt er den. Ja, Martin, Seitfallzieher. Der hat sogar die Ruhe, den nochmal vorher mit der Brust anzunehmen. Schade, ich hatte eigentlich mit dem Scorpion-Kick gerechnet, aber gut. Soll noch nicht sein. Dann lieber Chukwueze. Oh Gott, nehmen die Fahnen aus dem Gesicht. So, Baumgartner gegen Chukwueze. Lustiges Duell. Fratesi, genau, per Fallrückzieher. Und dann hintenrum. Natürlich haben wir nicht so viel Zeit wie gegen Paderborn, aber das bisschen Zeit, was wir haben, das müssen wir irgendwie nutzen. Aber nicht so, das ist dann wieder zu kompliziert von mir. Aber dann haben wir auch hinten Akanji drin.
der den Laden bislang auch wirklich richtig gut dicht hält. Und dann stören wir Leipzig auch hier immer wieder im Aufbau. Und dann vergeht die Zeit. Ja, wissen nicht wohin. Wenn wir jetzt hier den Ball gewinnen würden, das wäre überragend. Und wir gewinnen ihn sogar. Und der Schiri pfeift nicht ab und wir kriegen den Ball nicht vorne rein. Doch jetzt. Das war halt auch mal mein Wunsch, ey. So einen Ball zu gewinnen und dann, ja, wen finden wir? Martin? Ja, gar keinen. Da sind 4 Leute vorne drin. Und der kommt zum Keeper. Das ist so ein bisschen bezeichnend dafür, dass wir die Flanken nicht an den Mann kriegen. Aber weiter, wir machen das gut. Es sieht richtig gut aus. Wir lassen die Leipziger jetzt auch schön laufen. Die pressen zwar, wie verrückt. Haben uns in Manndeckung, also es sieht wie Manndeckung aus, es ist auch Manndeckung. Und dann bleiben natürlich auch die Fehler bei uns nicht ganz aus. Baumgartner, Achtung, nächste Chance. Und Kanisechi. Brauchen wir auch einen guten Keeper hinten drin, der uns auch mal so Bälle rausfischt. Jetzt die Ecke, Akanji ist da. Oh, da muss er aber hin, das ist sein Ball gewesen. Und wieder Kanisechi. Für so Spiele brauchst du auch so einen Keeper, der dir dann auch mal die Unhaltbaren hält. Achtung, geklärt, Mamouche ist da, genau, haut sich rein, Martin genauso. Oh, Achtung, dann Juma. Und die Verteidigung ist da, Kanisechi ist da, hat alles im Griff. Jetzt muss man gerade mal eine kleine Drangphase überstehen. Haben jetzt aber gleich die nächste Chance über. Kostic gegen Llorente. Junge, da kannst du... Du kannst eigentlich aufhören zu laufen, dann kommst du nicht hinterher. Kostic, schöne Flanke. Chukwueze! Schade. Mit dem Halbzeitpfiff da das 2-0. Dann haben wir diesen psychologisch wichtigen Zeitpunkt erreicht. Schade, schade. Aber ihr seht mit Speed auf der Außen. Und den hat Philipp Kostic auch noch in seinen hohen Jahren hier in-game. Was wird der sein? 32 oder so? 33? Oder nicht mal. Egal. Es fehlt auch hier ein zweites Tor. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben hinten heute einen guten Keeper, der uns auch mal die Unhaltbaren hält. Und auch eine Verteidigung, die sicher steht. Und vorne ein Pressing, was ja auch schon 1-2 Mal gut geklappt hat. Hier, das ist das nächste Beispiel, wenn das funktionieren würde. Oder jetzt hier Boniface. Es klappt aber leider nicht, weil die Leipziger da immer wieder eine Lösung finden. Merkwürdigerweise. Ein Ballgewinn und die werden so hinten. Ich spreche es jetzt nicht aus, aber ihr wisst, was ich meine. So, vielleicht ja jetzt. Nächste Chance umzuschalten. Wenn es halt schnell geht und es geht schnell. Außen wieder über Kostic. Oh, Mamouche. Oh, das war gefährlich. Das war gefährlich. Während Matthias Ginter auf dem Weg nach Manchester ist. Oh, ist Leipzig hier auf dem Weg zum Ausgleich vielleicht. Dann Juma. Inkadiolo, Akanji, Achtung, kein Foul. Ja, macht er gut. Ah, muss er abschirmen. Es ging nicht anders. Ich konnte nicht zurückspielen, ich konnte nicht klären, weil dann hätte ich ihn angeschossen. Ach, und Chiesa. Ja, geil. Also wenn du einen Chiesa auf der Bank lassen kannst, dann bei aller Liebe. Mensch, nimm doch mal die Fahne da weg. So, nächste Chance. Leipzig über Alvarez zu zweit und jetzt klappt's auch. Oh, Mamouche, großer Fehler. Der Nachteil, wenn ich hier wieder aufbauen will. Aber Leipzig bislang noch ohne Durchkommen so richtig in Halbzeit 2. Und bei uns kommt jetzt Chukwueze. Sita Bonif. Ah, zu spät. Schade. Ach, die 10. Sekunde immer. Das kriege ich nie hin. Das werde ich auch nie hinkriegen. Den im richtigen Moment, jetzt muss er eigentlich gespielt sein. Das war schon wieder 2 Sekunden zu spät. Das ist leider sehr, sehr ärgerlich. Und Mainz führt gegen Bayern oben. Ludovic Ajorg schießt die Mainzer vorübergehend in Führung. Das heißt, wir wären Tabellenführer. Und warum nicht zeitgleich jetzt hier auf 2-0 stellen? Über, Mamouche macht er locker, oder? Ah, schade. Große Chance nach einer Stunde. Ah, das ist natürlich schon mal ein schönes Zeichen, wenn die Konkurrenz auch mitspielt, wenn die Mainzer führen. Oh, komm, Mamouche, zieh durch gegen Botmann. Ja, wollen, es gibt sogar die Ecke. Muss eigentlich Ecke geben, oder? Schade. Aber man kann es ja auch da versuchen. Ja, es ist geprägt von, wie gesagt, dem sehr pressinghaften Verhalten der Leipziger. Wir stehen hinten super, wir lassen eigentlich nicht viel zu, wenn überhaupt, ja, wenn dann so. Durch unsere Fehler, Achtung!
Den wollte Marusic aus dem spitzen Winkel reinmachen. Ja, war theoretisch möglich. Aber da musst du schon früher aufstehen. Von daher so ein zweites Ding wäre halt echt nochmal sehr, sehr nice. Vielleicht, wenn die Leipziger in den letzten 10 Minuten immer noch zurückliegen, 1-0 vielleicht. Ja, machen sie den Laden hinten komplett auf und dann haben wir vielleicht nochmal größere Chancen. Aber jetzt müssen wir halt nochmal diese Phase überstehen. Die Zeit, die Zweikämpfe gewinnen im Mittelfeld und hinten möglichst nichts zulassen. Das wäre halt sehr, sehr wichtig. Achtung, Ugarte grätscht da vorbei. Koch ist da, ohne Foul. Da braucht er sich gar nicht so theatralisch fallen lassen. So, nächste Chance zu kontern. Nicht Boniface, sondern Mamouche macht das gegen Botmann. Da müsste Mamouche eigentlich, ja, um Längen schneller sein. Ball zurück. Schade. Gibt den Eckball. Müssen wir einen Rechtsfuß schießen lassen. Machen wir mit Fratesi. Und dann irgendeinen Kopfballstarken finden, wie Boniface zum Beispiel. Mamouche kommt nicht ran. Dafür Ugarte nochmal Fratesi. Bauen wir hintenrum auf. Verlagern dann auf die andere Seite und dann geht es hier über rechts. Und top. Und oh, schade. Der Ball auf Boniface, der wäre es gewesen jetzt. Der direkte Ball von Martin. Auch der spielt eine klasse Saison. Das ist zwar jetzt auch ein Foul. Der ist zwar jetzt schon Kapitän, weil ich glaube, ich zu faul war, irgendeinen anderen Kapitän einzustellen. Und weil mir das auch ehrlich gesagt egal ist, wer hier Kapitän ist. Und der ist wie gesagt richtig stark. Der hat eine 83, der ist 20. Von Rom haben wir den geholt. Von daher auch sehr, sehr guter Transfer gewesen auf jeden Fall. Und die nächste Chance jetzt hier, das Ding zu entscheiden. Da ist er, da ist Martin! Gerade noch von ihm gesprochen, jetzt macht das zweite. Und so wichtig, ey. 13 Minuten vor Schluss, das ist schon sowas wie eine Vorentscheidung. Aber richtig gut gespielt und die Lücke ist da. Hier, das war die Lücke. Dann setzt er sich hinten ab und dann macht er den halt natürlich, ne? Wie selbstverständlich mit seinen jungen Jahren. Und natürlich, weil, ihr habt es gesehen, weil der Ball vorher durch sein linkes Bein durchgegangen ist, durch den linken Knöchel. Hätte auch vorbeigehen können, klar, aber in dem Fall konnte der Ball nur reingehen. Also, wir haben es, glaube ich, überstanden. So ein schwieriges Spiel. Hier kann es auch gut und gern schon mal früh 1-2-0 zurückliegen. Aber wenn du dich dann ins Spiel reingespielt hast, reingekämpft hast mit so einer Truppe, dann hast du eigentlich auch gute Chancen, das Ding hier zu gewinnen in Leipzig. Aber Achtung, Leipzig ist noch nicht geschlagen. Die kommen über Llorente. Akanji ist da, der das heute auch richtig gut macht. Und wir haben jetzt Platz vorne, um Gottes Willen, weil die Leipziger aufmachen. Mamouche gegen Botmann, ja, muss durchziehen. Und Chukwueze macht noch eins. 0:3, das tut gut. Vor allem, wenn die Bayern halt nicht gewinnen. Wobei, die müssen verlieren, damit wir Tabellenführer sind. Wenn sie Remis spielen, dann haben sie es nochmal für einen Spieltag ganz warm oben an der Spitze. Das war auch gar nicht so einfach, den da so reinzumachen. Aber Chukwueze, wie gesagt, das ist ein überragender Spieler. Ich mag den richtig gerne. Auch bevor ich den schon geholt habe, weil ich den halt mit Villarreal schon gespielt habe. Und das war, ja, eine Augenweide. Ein richtig geiler Zocker, schnell, wendig. Mit links eine überragende Schusstechnik. Und ihr seht, auch ein Mann für die feine Klinge. Und jetzt schießen wir die Leipziger richtig ab. Oh, tut das gut. Hier 88. Minute. Boniface. Die haben sich wohl alle zur Aufgabe gemacht, den Ball unter die Latte zu hauen. Niedriger geht nicht. Jetzt wird sie derbe Klatsche. Aber das hatte ich auch so ein bisschen nicht erwartet. Ich hatte es gehofft, dass die Leipziger am Ende ein bisschen aufmachen. Aber dass die dann natürlich so ins offene Messer reinschlittern, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Aber auch hier Boniface, wie Martin vorher. Kannst du nicht halten, ey, unter die Latte. Sensationell. Schönes Tor. Ja, 4:0. Also wir tun was fürs Torverhältnis. Wir halten unseren Konkurrenten vom Leib. Wir bleiben oben dran. Also es war ein rundum gelungener Part. Ein super Spiel und dann wird es doch fast so deutlich wie gegen Paderborn. Die haben sich ja fast schon ein bisschen besser verkauft, indem sie gegen uns getroffen haben einmal. Ich hoffe, dass wir hier zu 0 spielen. Wäre doch mal ganz schön. Wenn
wir hier zu 0 spielen, genau, das machen wir. Ein 5. Tor hätte es noch gegeben. Wenn wir das hätten ausspielen dürfen, so bleibt es beim 4-0. Zweiter Sieg in der Rückrunde. Wir bleiben oben dran und wenn wir Schützenhilfe von Mainz bekommen, sind wir sogar Tabellenführer. Obwohl die Leipziger halt auch 11 Schüsse hatten. Wir hatten 12, Leverkusen hat aber die Punkte liegen lassen. Die Bayern leider nicht, die haben das Spiel dann noch auf 3-2 gedreht. Schade, Marmelade, aber war mir auch ein bisschen klar, dass sie das nicht verlieren. Aber Leverkusen. Und wir haben sogar noch ein Spiel weniger? Hä? Wir spielen... Ah, nee, ja, das ist ein Bug, weil es hier Deadline Day ist. Wir gehen nur in den Kalender rein. Oder spielen wir nochmal gegen Leipzig? Nee. Wir können ja eigentlich schon vorspulen. Das würde mich jetzt sehr wundern. Nee, 4-0 ist dabei geblieben. Monatliches Scouting-Update. Gucken wir natürlich auch nochmal rein. Aber jetzt müsste, glaube ich, das Ergebnis... Ja, genau. Also wir haben 5 Punkte auf Leverkusen, dadurch, dass die verloren haben. Und jetzt die Chance, uns Leverkusen komplett vom Leib zu halten. Wenn wir gewinnen, dann sind die schon mal weg. Wir haben sogar das bessere Torverhältnis gegenüber den Bayern. Also wie gesagt, wir brauchen nur einen einfachen Sieg. Dann können wir das irgendwie schaffen. So, du gehörst weiterhin zum Team. Es ist deine beste Option. So, was haben wir jetzt hier? Gut, monatliches Scouting-Update. Gucken wir gleich rein. Wir gucken erstmal hier in unsere Jugendmannschaft rein. Gut, da haben wir 2. Aus denen könnte eventuell was werden. Ja, die haben ein gutes Potenzial. Gut, Leihangebot hat jetzt, glaube ich, nicht mehr geklappt, ne? Ich glaube. Oder? Ach doch, wir könnten es theoretisch machen. Ja, mach doch. Wenn das noch geht, dann mach es doch. Jetzt gucken wir mal hier in unsere Scouting-Berichte rein. Italiener vielleicht. Irgendwie so ein Francesco Totti-Verschnitt oder was weiß ich, ein Andrea Pirlo. Regent vielleicht, aber ich glaube, hier ist nichts mit dabei. Schöne Namen, aber nichts für uns mit dabei. Dann nächste in Brasilien, ja, habe ich auch mal nachgeguckt. Da ist doch bestimmt mal irgendwer mit dabei, oder hier? Pedro Araujo, den können wir mal verpflichten. Den können wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Kleber Santos nicht. Guilherme Almeida auch nicht. Und Fabio Andrade ist leider auch niemand für uns. Dann gucken wir nochmal in Frankreich. Da sind auch meistens immer gute Talente mit dabei. Loic Arnaud, der kommt mir bekannt vor. Hatten wir den nicht schon mal? Valentin Martin. Yannick Berger natürlich. Und Mael Hadi ist leider auch niemand für uns. Jetzt gucke ich mir den Spieler mal an und dann spule ich erstmal vor. Und dann geht's weiter. Nächstes Spitzenspiel, danach wartet der VfB. Die stehen, glaube ich, auch irgendwo oben. Ja, 9. Platz. Also irgendwo in der Mitte. Aber Leverkusen ist so ein 6-Punkte-Spiel. Wenn wir das wirklich ziehen und wenn wir das gewinnen, haben wir eigentlich schon den Vizemeistertitel sicher. Ja, der ist nicht so schlecht. Das ist ein Keeper. Der ist 2 Meter groß, okay. Das ist so ähnlich wie dieser Cauã Santos, heißt das, glaube ich. Bei der Eintracht, der Brasilianer. Ist zurzeit leider, wenn überhaupt, in der U21 zum Einsatz gekommen. Aber hat wohl einen guten Eindruck bislang hinterlassen. Hat gute Anlagen, eventuell vielleicht irgendwann mal Kevin Trapp zu ersetzen. Ich weiß es nicht. Wir werden es beobachten. Und ihr schaltet jetzt bitte im nächsten Spiel rein. Das ist ja ein Topspiel. Jagt hier das nächste. Platz 2 gegen Platz 3. Ich hoffe, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.